3 Fragen an ZDW-Präsident Prof. Achim Wambach zu CO2-Preisen, dem Handel mit Emissionszertifikaten und den Auswirkungen von Flügen auf die Umweltbilanz. Der Klimawandel stellt die Welt vor große Herausforderungen. Was ist zu tun? Einiges ist zu tun. Grundsätzlich sollte aber gelten, der verschmutzt, soll auch dafür zahlen. Und deswegen empfehlen Ökonomen schon seit langem CO2-Preise. Also wer mehr CO2 verbraucht, der soll auch mehr zahlen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern international. Die deutsche Bundesregierung überlegt, einen Emissionshandel einzuführen. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute Idee. Es gibt ja bereits einen Emissionshandel, den europäischen Emissionszertifikatehandel. Der gilt für die Stromerzeugung. Und jetzt wird überlegt, für Wärme und Verkehr, also für Benzin, Diesel oder für die Heizung, Ölheizungen, Kohleheizungen, Gasheizungen, auch einen Emissionszertifikatehandel einzuführen. In einem Emissionszertifikatehandel muss man, wenn man mehr verbraucht, dann auch mehr Zertifikate kaufen. Es gibt also einen Preis und gleichzeitig ist es so, dass die Anzahl der Zertifikate, die ist gedeckelt. Das heißt, man kann nicht mehr verbrauchen, als es Zertifikate gibt. Deswegen gut für die Ökonomen, die haben ihre Preise, und gut für die Umweltschützer. Es gibt einen Deckel, mehr kann nicht verbraucht werden. Und dann wird nicht mehr so viel in Europa geflogen, richtig? Das mag sein, das braucht uns bei einem Emissionszertifikathandel aber auch nicht so zu interessieren. Innereuropäische Flüge sind bereits jetzt Teil des europäischen Emissionszertifikatehandels. Das heißt, wenn mehr geflogen wird, brauchen die Fluglinien mehr Zertifikate und irgendjemand anders hat dann weniger Zertifikate. Mehr Flüge heißt, die kaufen mehr Zertifikate, die Preise steigen und andere Unternehmen denken dann darüber nach, haben wir eine Möglichkeit, dass wir weniger verbrauchen, können wir CO2 einsparen. Und deswegen, der Deckel steht, die Umweltbilanz steht und der Markt kümmert sich darum, wer einspart, wie eingespart wird und wo eingespart wird.